Die Geschichte der Verschuldung, wie sie unsere Zukunft in das profitabelste Produkt verwandelten. Stell dir ein Produkt vor. Es stellt nichts Greifbares her, wirft aber astronomische Gewinne ab. Zudem ist es so unsichtbar, dass du gar nicht merkst, wie du es jeden Tag aufs Neue kaufst. Die Rede ist von Schulden. Schulden sind keineswegs ein unschuldiges Finanzinstrument. Sie wurden ganz bewusst als das profitabelste Produkt der Menschheitsgeschichte konzipiert. Sie haben Kriege finanziert, Imperien gestürzt, ganze Staaten nach ihrer Pfeife tanzen lassen und das Geld aus den Taschen der einfachen Menschen klammheimlich nach oben gepumpt. Doch wenn man jemanden auf der Straße fragen würde, woher kommen Schulden eigentlich, wer hat sie erfunden, könnte niemand eine klare Antwort geben. Denn die Geschichte der Schulden ist nicht nur trockene Wirtschaftsgeschichte, es ist die Geschichte darüber, wer das Geld und damit die wahre Macht besitzt. Im Grunde sind Schulden ein Versprechen. Du nimmst heute etwas an und akzeptierst, es morgen zurückzuzahlen. Doch hinter diesem Versprechen verbirgt sich die eigentliche Magie der finanziellen Kontrolle: der Zins. Der Zins ist der Weg, die Zukunft in Bargeld und Profit zu verwandeln. Vor Jahrtausenden kämpften Gesellschaften erbittert gegen diesen Zustand. Im antiken Mesopotamien wurden Schulden auf Tontafeln festgehalten. Wenn die Könige jedoch sahen, dass das Volk in Schulden versank, riefen sie kurzerhand ein Schuldenjubiläum aus und setzten alles auf Null. Sie wussten genau: Wenn alle in der Schuldenfalle stecken, bricht das System zusammen und es kommt zur Revolte. Sogar in der hebräischen Bibel wird befohlen, alle 50 Jahre die Schulden zu erlassen. Die Logik dahinter war simpel: Schulden sind gefährlich. Lässt man ihnen freien Lauf, versklaven sie das gesamte Volk. Im Laufe der Zeit entdeckten die Mächtigen, dass man Schulden nicht löschen, sondern sie stattdessen in eine wunderbare Waffe verwandeln kann. Im europäischen Mittelalter hatte die katholische Kirche den Zins, Wucher, strengstens verboten. Doch Bankiers und Kaufleute fanden einen Weg, das System zu umgehen, indem sie Kredite als Handelsverträge tarnten. In der Renaissance nahmen gigantische Bankiersfamilien wie die Medici in Florenz ihre Macht nicht mehr aus Landbesitz oder Armeen, sondern aus den von ihnen vergebenen Krediten. Sie finanzierten Könige und Päpste und erhielten im Gegenzug etwas, das weit wertvoller war als Geld: politische Macht. Schulden waren nun kein bloßes Finanzprodukt mehr, sondern der Hauptmotor der Macht. Staaten lernen, mit Schulden zu leben. Der eigentliche Wendepunkt ereignete sich im 17. Jahrhundert mit dem Konzept der Staatsverschuldung. Als die Niederländer im Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien in Geldnot gerieten, begannen sie, Anleihen an ihre eigenen Bürger zu verkaufen. Das bedeutete, dass der Staat sich Geld vom Volk lieh, dafür Zinsen zahlte und die Menschen diese Anleihen wie eine Ware weiterverkaufen konnten. Plötzlich war die Fähigkeit, Krieg zu führen, nicht mehr durch das Gold in der Schatzkammer eines Königs begrenzt. Indem sie die Zukunft verkauften, konnten sie Kriege unbegrenzt finanzieren. Die Briten sahen dieses Modell und kopierten es prompt. Im Jahr 1694 wurde die Bank von England, Bank of England, gegründet und die Staatsverschuldung wurde zu einer dauerhaften Institution. Der Staat lieh sich Geld nun nicht mehr einzeln von reichen Bürgern, sondern direkt von der Zentralbank. Zum ersten Mal verschuldete sich eine Regierung nicht nur in Notzeiten, sondern lebte regelrecht von der Verschuldung und schob diese kontinuierlich vor sich her. Die Bankiers wurden für die Krone unverzichtbar. Schulden hatten sich von einem Vertrag zwischen zwei Personen zum Fundament der staatlichen Existenz gewandelt. Die Gewinne waren unvorstellbar. Einem Staat Geld zu leihen, ist das sicherste Geschäft in der Finanzwelt, denn um das Geld zurückzuzahlen, erhöht der Staat im Notfall einfach die Steuern des Volkes. Kriege, die früher Könige in den Ruin trieben, konnten nun endlos finanziert werden. Ein perfekter Kreislauf war geschaffen. Je mehr Länder Krieg führten, desto mehr verschuldeten sie sich. Je mehr sie sich verschuldeten, desto reicher wurden die Gläubiger im Hintergrund. Im 19. Jahrhundert waren die Anleihemärkte in London und Paris das Herz der Welt. Armeen, Schiffe, Eroberungen. Alles drehte sich um geliehenes Geld. Die Schuld kommt vor unsere Haustür, die Konsumgesellschaft. Als das System wuchs, musste man auch die einfachen Menschen in diesen Kreislauf einbinden. Fabriken und Eisenbahnen wurden stets auf Kredit gebaut, Arbeiter schufteten in Unternehmen, die durch Schulden liefen, erhielten ihren Lohn und verschuldeten sich anschließend selbst, um Häuser oder Konsumgüter zu kaufen. Die Verschuldung drang in jede Pore des Lebens ein. Im 20. Jahrhundert verloren Staaten und Großunternehmer ihr Monopol auf Schulden. Diese wurden zu einem alltäglichen Konsumprodukt, das dem Volk verkauft wurde.
Hypotheken, Mortgages, Autokredite, Kreditkarten, Studienkredite. Das moderne Leben wurde so konzipiert, dass das Leben auf Pump als normaler Lebensstil akzeptiert wird. Das Grausame, aber genial Durchdachte daran ist, Schulden verkaufen dir das Produkt nicht nur einmal, um sich dann zurückzuziehen. Jeder Cent, den du an Zinsen zahlst, ist ein nie endender Vermögenstransfer aus deiner Tasche in den Tresor des Gläubigers. Ein Haus, das du mit einer 30-jährigen Hypothek kaufst, kostet dich am Ende das 2- bis 3-fache des ursprünglichen Listenpreises. Wenn du deine Kreditkartenschuld jeden Monat nur mit dem Mindestbetrag abzahlst, wächst die Schuld schneller, als du sie tilgen kannst. Was als bloßes Versprechen begann, entpuppt sich plötzlich als Fessel. Man muss also keine Fabrik gründen oder Rohstoffe transportieren, um mit Schulden Geld zu verdienen. Man generiert Wohlstand aus der Zeit selbst. Die Bankiers in Amsterdam, London und an der Wall Street, die dies als erste begriffen, legten die Fundamente des heutigen Finanzsystems. Dieses System verwaltet Schulden nicht nur, es produziert Schulden und braucht sie zum Überleben. Durch Schuldendisziplinieren Mitte des 20. Jahrhunderts waren Schulden bereits zum Lebenselixier des globalen Systems geworden. Mit dem Bretton-Woods-Abkommen von 1944 wurden der IWF und die Weltbank ins Leben gerufen. Offiziell halfen sie Ländern in der Krise, doch der dahinterstehende Mechanismus war eindeutig: Disziplinierung durch Schulden. Länder konnten zwar Kredite aufnehmen, jedoch nur zu den Bedingungen der Gläubiger. Der IWF knüpfte Kredite an sogenannte strukturelle Anpassungsprogramme. Den Ländern wurde diktiert: privatisiert dies, kürzt den Haushalt, zahlt den Arbeitern weniger. Schulden wurden zu einem Instrument politischer Kontrolle. Hochverschuldete Staaten verloren ihre Souveränität. Ihre Gesetze wurden nicht mehr im eigenen Parlament geschrieben, sondern in Washington. Auf dem Papier wurden Stabilität und Wachstum versprochen, doch die einzige Realität war Abhängigkeit. Gleichzeitig fand in unseren eigenen 4 Wänden eine stille Revolution statt. Den Banken gelang es, Schulden direkt an die privaten Haushalte zu verkaufen. Die Hypothek wurde zur heiligen Voraussetzung für den Aufstieg in die Mittelschicht erhoben. Millionen Menschen wurden zu Hausbesitzern, unterzeichneten im Gegenzug jedoch einen 30-jährigen Knebelvertrag. Es folgten Autokredite, Ratenzahlungen und Kreditkarten. Es kam zu einem tiefen psychologischen Bruch. War es früher eine Schande, Schulden zu haben, so wurde es nun zum coolen Weg, Wohlstand zu demonstrieren und Teil des Systems zu sein. Jetzt kaufen, später bezahlen. Lebe im Heute, pfeif auf die Zukunft. Für die Banken war dies eine unerschöpfliche Goldmine, für die Regierungen war es eine wunderbare Illusion. Denn selbst wenn die Löhne des Volkes stagnierten, wurde der Konsum durch Kredite angekurbelt, sodass man behaupten konnte, die Wirtschaft wächst. Für Unternehmen bedeutete es eine Kundschaft, die bereit war, Geld auszugeben, das sie noch gar nicht verdient hatte, wenn das System schuldenabhängig wird. Die Gefahr bestand darin, dass das gesamte System von diesem permanenten Wachstum abhängig wurde. Banken lieben keine Kunden, die ihre Schulden sofort und vollständig abbezahlen. Sie wollen, dass du die Schulden verlängerst, umschuldest, streckst. Je länger du in der Kreide stehst, desto mehr Geld verdienen sie an dir. Auch die Regierungen stellten fest, dass das Aufnehmen von Schulden auf weniger gesellschaftlichen Widerstand stieß als das Eintreiben von Steuern. Politiker machten heute Versprechungen und stellten die Rechnung den zukünftigen Generationen aus. Die Zentralbanken hielten dieses Rad am Laufen, indem sie unaufhörlich Geld in den Markt pumpten. Schulden waren keine vorübergehende Lösung mehr, sie waren das System selbst. In den 1980er Jahren begann diese Abhängigkeit zu eskalieren. Entwicklungsländer hatten sich zuvor massiv bei westlichen Banken verschuldet. Als die Zinsen in den USA jedoch plötzlich in die Höhe schossen, konnten diese Länder ihre Schulden nicht mehr bedienen. 1982 kapitulierte Mexiko. Und was war die Lösung? Natürlich, noch mehr Schulden zu noch härteren Bedingungen zu vergeben. Während die in der Falle sitzende Bevölkerung mit Sparpaketen und Inflation kämpfte, strichen die Eliten an der Spitze weiterhin pünktlich ihre Zinsen ein. In der westlichen Welt kam der Finanzsektor auf die Idee, Schulden wie eine Ware zu verpacken und weiterzuverkaufen. Sie nahmen Hypotheken und Autokredite, warfen sie wie in einen Eintopf zusammen und verkauften sie unter dem Namen Wertpapiere auf dem globalen Markt. Schulden waren nun keine persönliche Bindung mehr zwischen 2 Parteien, sondern ein in Scheiben geschnittenes Handelsgut, der Rohstoff der Finanzialisierung. Die Wall Street produzierte nichts Reales mehr, sie verschrieb sich ganz dem Schuldenengineering. Die Gewinne waren astronomisch. Die Bank vergab den Kredit, verkaufte ihn sofort weiter,
kassierte die Provision und eröffnete einen neuen Kredit. Das Risiko wurde gestreut, hieß es, doch das Risiko war lediglich unter den Teppich gekehrt worden, und 2008 zog man diesen Teppich unter ihren Füßen weg. Als das US-Hypothekensystem kollabierte, geriet die ganze Welt ins Wanken. Und was taten die Staaten? Anstatt die Banken zu bestrafen, die das System in diesen Zustand gebracht hatten, verteilten sie Rettungspakete in Milliardenhöhe an sie. Während einfache Menschen ihre Häuser und Arbeitsplätze verloren, kamen die Banken ungeschoren davon. Nach der Krise ging die Verschuldung nicht zurück, im Gegenteil, sie verdoppelte sich durch die Nullzinspolitik der Zentralbanken noch. Denn das System konnte ohne Schulden nicht einmal mehr atmen. Wo stehen wir heute und was erwartet uns? Damit wären wir im Heute. Die Rechnung dafür, dass die Zentralbanken den Markt mit Geld überschwemmt haben, ist hoch. Die weltweite Verschuldung hat mittlerweile die Marke von 300 Billionen Dollar überschritten. Das ist mehr als das Dreifache des Wertes, den alle Länder der Erde in einem Jahr gemeinsam erwirtschaften. Niemals in der Geschichte der Menschheit waren so viele Menschen so wenigen so viel schuldig. Das Kuriose daran ist, dass man uns diesen Schuldenberg immer noch als Wirtschaftswachstum verkauft. Wenn Politiker mit steigenden Wachstumszahlen prahlen, wissen sie ganz genau, dass dieses Wachstum aus der Zukunft gestohlen ist. Sich zu verschulden ist so normal geworden, dass wir es gar nicht mehr hinterfragen. Ein 20-jähriger Student bürdet sich zu Beginn des Studiums Schulden in Höhe von Zehntausenden Lira auf und man nennt es eine Investition in die Zukunft. Ein Paar unterschreibt einen Vertrag, für den es 30 Jahre lang für die Bank schuften wird und feiert dies mit den Worten: Unsere Träume sind wahr geworden. Regierungen verzeichnen jedes Jahr Haushaltsdefizite und niemanden kümmert es, weil die Quittung nicht sofort ausgestellt wird. Die Inflation wiederum ist die süßeste Geheimsteuer dieses Spiels. Während sie den Wert des Geldes in deiner Tasche dahinschmelzen lässt, bewahrt sie die Macht des Schuldensystems 1:1. Kratzt man ein wenig an dem, was wir Wohlstand nennen, kommen darunter nur Hebelwirkung und Schulden zum Vorschein. Doch für die Verkäufer von Schulden läuft das Geschäft wie geschmiert. Sie verdienen nicht nur an den Zinsen. Eine riesige Industrie nährt sich von Umschuldungen, Zwangsvollstreckungen und Inkassoverfahren. Ratingagenturen haben sich in mafiöse Türsteher verwandelt, die darüber entscheiden, wer sich billig und wer sich teuer verschulden darf. Schulden sind längst kein bloßes Produkt mehr, sondern ein gigantischer Markt, auf dem die Versprechungen der Menschen gehandelt und ausgebeutet werden. Der größte Erfolg dieses Systems besteht darin, den Wohlstand an der Spitze zu konzentrieren. Jeder Cent, den du an Zinsen zahlst, fließt aus Millionen von Haushalten in die Kassen einiger weniger Großbanken und Fonds. Schulden brennen die Ungleichheit bis in die Knochen der Gesellschaft ein. Wer Geld hat, leiht es sich billig und kauft noch mehr Vermögenswerte. Wer keines hat, leiht es sich teuer und wird im Strudel dieses Zahlungskreislaufs zerrieben. Nun stehen die digitalen Zentralbankwährungen CBDC vor der Tür, also die für das digitale Zeitalter modifizierte Version der Schuld. Wir sprechen von programmierbarem, per Code, sofort rückverfolgbarem Geld. Kredite, die von Algorithmen in Sekundenschnelle genehmigt oder abgelehnt werden, Zinsen, die sich in Echtzeit anpassen, Strafen, die direkt vom Konto abgebucht werden. Das mag nach technologischem Komfort klingen, doch die Geschichte hat uns eines gelehrt: Was für den Gläubiger eine Erleichterung ist, bedeutet für den Schuldner stets weniger Freiheit. Was sollten wir daraus mitnehmen? Kurzum, Schulden sind nicht so harmlos oder ein so natürlicher Teil des Systems, wie es scheint. Sie sind das grausamste und profitabelste Geschäftsmodell aller Zeiten, das die Hoffnungen der Menschen und die Hilflosigkeit der Staaten in einen nach oben fließenden Cashflow verwandelt und Zeit in Geld ummünzt. Dies zu erkennen, ist der erste Schritt, um zu verstehen, dass finanzielle Freiheit nicht innerhalb dieses Systems erlangt werden kann. Denn dieses System ist ohnehin darauf ausgelegt, dass du verschuldet bleibst. Wahrer Wohlstand bedeutet, die Raubtiermaschine hinter den Kreditangeboten und den jetzt kaufen, später bezahlen Lügen zu durchschauen und die eigene Abhängigkeit von Schulden so weit wie möglich gegen Null zu senken. Von den Tontafeln in Mesopotamien bis zu den heutigen Kreditkarten, von den Anleihen in Amsterdam bis zu den komplexen Fonds der Wall Street, die Geschichte hat sich nie geändert. Schulden lassen den Gläubiger wachsen, zermalmen den Schuldner und formen die Welt nach dem Gusto derjenigen, die das Geld drucken.
Und ihr größter Trick ist es, uns diese Knechtschaft als Wohlstand und Fortschritt zu verkaufen. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.